Müssen spirituelle Lehrer nett sein? Gute Frage. Wir, Wir nett? wir erhoffen uns das immer, ne? Ja. Irgendwo, dass die nett sind. Aber bringen uns nette Lehrer tatsächlich weiter? Ich habe so das Gefühl, man geht auch nicht zu einem spirituellen Lehrer, weil er nett ist, sondern weil er dich weiterbringt. Weil er dir irgendwas zeigt, was außerhalb von deinem Wahrnehmungsvermögen ist. Was du vielleicht fühlst, wo deine Sehnsucht danach hingeht. Der muss dir einen Weg zeigen, eigentlich einen Weg raus aus der Enge des Denkens, des Fühlens und dieser Identifikation von deinem Leben, was dir vielleicht Leid gibt. Ja. Ne? Ja. Jetzt weiter. Und deshalb ist das eigentlich so für mich der Hauptaugenmerk ist eigentlich so gewesen, lockt mich da irgendwas, habe ich vielleicht Angst davor, vor den Lehrern oder, also es war wenigstens mein Weg gewesen, dass ich irgendwie das gebraucht habe, auch wie so gefordert zu werden. Also so gerüttelt, es muss wie so gerüttelt werden an meine eigene Wahrheit, um dann meine eigene Wahrheit zu finden. Aber die du nicht mehr verlieren kannst, die über dich hinausgeht. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ist das mit dem Nettsein oder liebevoll oder er muss da sitzen, liebevoll sein und so, aber es kann auch wahnsinnig schnell sehr langweilig sein und du kannst wie so eingelullt werden in dieses liebevoll sein. Nee. Der Mind liebt das. Schon, ne? Ja, nette Lehrer sind super. So, dass ich alles verstehe und abnicken kann und dann auch verstehe, wie das mit dem Erwachen funktioniert und doch. Ja, für die Menschen, die verstehen wollen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber ist das nicht lächerlich, zu denken, dass ich zum Beispiel erwachen kann oder mich weiterentwickeln kann, wenn das nur so in meinem Rahmen ist, also in dem Rahmen, Ja, wo ich abnicken kann, wo ne? der Mind hinkommt. Aber der Mind hat das mega gern. Also komm mir ja nicht zu nahe und sag mir irgendwas Schlechtes über mich. Nee, dann gehe ich. Dann bin ich weg oder so. Und dass das nicht funktioniert, also wenn wir uns der Wahrheit nähern, wenn wir erwachen wollen, das ist unangenehm für den Mind. Ja. Also die Wahrheit zu hören über mich, über meine Begrenzung auch, ne? ja, das, was ist hart, was ne? mich klein hält, das, was mich eng macht, das, was mich, meine Glaubenssätze, meine Konzepte, meine Sachen, die ich mache, was weiß ich, die mich mein Leben lang vielleicht begleitet haben, da drüber zu gehen oder jemanden zu haben, der dir dann das aufzeigt, da bremst du dich immer aus. Wer will das schon hören? Ja. Aber da könnte man auch sagen, wenn du zum Beispiel nach einem Weg fragen willst, ne, bist in der Stadt verloren nach einem Weg, da könntest du auch sagen, oh, ich suche den aus, der mich einfach angrinst und freudig da an der Ecke. Da gibt es doch den Film, ne? Mit dem, wo sie alle woanders, ich glaube Otto war das oder so, wo sie alle gezeigt haben. Alle so gezeigt haben und so, ne? Oder nimmst du den, der vielleicht am ehesten dir den Weg zeigen kann? Taxifahrer. Ja, zum Beispiel, ne? Einen, der weiß, wo es lang geht. So. Und das spürst du. Du spürst irgendwie, oh, da. Ne? Und dann ist dir eigentlich egal, ob der Taxifahrer nett ist, der muss den Weg wissen. Also das ist eigentlich mal das Erste. Wenn du Riesenauswahl hast von vielen Taxifahrern, okay, dann such dir einfach den nettesten Taxifahrer aus, der den Weg kennt. Aber ja, oder ich finde es halt wirklich immer am besten mit dem Sport, das Beispiel. Also ein Trainer, der nett ist mega herzig, also bis zum gewissen Grad.
Und trotzdem muss ein Trainer dich fordern. Also es ist mega schön. Wir sind auch nett. Ne? Das heißt nicht, wir sind nicht nett. Aber wir fordern auch heraus. Also wir sind eigentlich wie so Trainer, die dich an die Grenze bringen und dir zeigen, wie du über deine Grenze auch kannst. Weil, Ich finde das aber auch wie so eine Kunst, nicht nett sein zu müssen, finde ich wertvoll. Also, dass wir nicht nett sein müssen, macht uns eigentlich wertvoll. Weil wir müssen nicht nett sein, um dich zu beeindrucken. Oder wir müssen nicht sitzen mit einem lächelnden Gesicht. Ich finde das wertvoll. Also wir können einfach so sein, wie wir sind und direkt einfach auf die Wahrheit hinweisen. Und die Menschen, die zu uns kommen, würden wahrscheinlich viele sagen, dass wir nett und direkt sind. Und das erwarte ich eigentlich auch von einem spirituellen Lehrer. Weil sonst... Ja, sonst ist kein Wachstum möglich und Ja. keine Entwicklung Ja. möglich. Und wie gesagt, der Mind, also das, was ein spiritueller Lehrer macht, er challenged den Mind. Und der Mind hat das nicht gerne. Und dass der immer wieder an Punkte kommt, wo er nicht das hören will oder sehen will oder bei sich Ist selber einfach erkennen normal, will. ja. Das ist normal. Ja. Das gehört Weil der dazu, Mind ja. will wissen, jeder Schüler will wissen. Ne? Und der Lehrer scheint scheinbar zu wissen. Und man will das Wissen irgendwo haben. Aber dass man das Wissen halt nicht haben kann, erlernt man oft erst auf dem harten Weg, indem man eigentlich falsches Wissen loslässt. Und ein Lehrer macht genau das. Er lässt dich das falsche Wissen loslassen. Er bringt dich über diese Grenze vom Wissen, also von dem Punkt A, B, wie so drüber hinaus und so. Und mit jedem Loslassen erfährst du eigentlich das wirkliche Wissen, das du nicht festhalten kannst. Und das ist was, wo wir auch eine spirituelle Reife braucht, um eigentlich an echten spirituellen Lehrern ranzukommen. Weil solange man eigentlich das noch sucht, das andere ist einfach man in dieser Komfortzone drin und nicht wirkliche Veränderung möglich. Ja, und alles Deshalb finde ich das eigentlich so cool mit dem Beispiel vom Trainer. Also wenn ein Boxtrainer nett ist und du dann im Kampf vermöbelt wirst, super. kommt das nicht so gut an. Ja. Ne? Dann such dir manchmal lieber einen Lehrer, der wirklich was zeigen will, wo du wie so merkst, hey, der fordert mich und bringt mich an die Grenzen ran, aber er bereitet mich vor für eine tatsächliche Veränderung. Ja, weil an jeder Grenze wirst du besser. Ja, Ne? Und das ist halt auch in der Spiritualität. Die Spiritualität ist für mich eine Lebensschule. Ist das Leben anders wahrzunehmen als aus meiner engen Wahrnehmung, die ich vielleicht geprägt habe durch Kindheit, Jugend und Gesellschaft oder so. Und das ist zu eng und das hat ganz viele Grenzen. Ja. Ne? Und das will gechallenged werden. Also wenn du glücklicher leben willst oder freier leben willst, ja, neue Entscheidungen treffen willst oder auch Wege sehen willst, die du noch gar nicht vielleicht kennst, musst du einfach an diese Grenze. kommt zu uns. Wir werden dir helfen, an deine Grenzen zu kommen. Ob wir das nett machen, keine Ahnung. Ne? Aber wenn du tatsächlich was verändern willst und wir den Weg, wieso gegangen sind und wieso dir eigentlich da helfen können, werden wir das machen und werden dir das eigentlich auch aufzeigen. Auch wenn es heißt, dass wir nicht nett sind. Oder unangenehme Sachen. Oder unangenehme Sachen ja. oder so. Ne? Und ich finde, das ist einfach eine Chance.
Und alle Leute, die wir bisher begleitet haben, fanden das Die fanden das alle super. cool. Also so schlimm sind wir nicht. Manche sind weit gerannt. Ne? Nee, wenn du in deinen Konzepten bleiben willst, also wenn du so drin bleiben willst, sind wir sicher die Falschen. So, ne? Weil bei uns kann es schon manchmal wie einfach auch unangenehm werden. Ne? Aber wenn du drüber hinausgehen willst und was erfahren willst, was anders ist als das, was du vielleicht sonst gehört hast oder mitbekommen hast, dann und es zieht dich, dann probier es aus und so. Ne? Wir sind jetzt wieder in Goa, haben wir 10 Tage Satsang-Retreat, wo wir die Wahrheit um die Ohren hauen und dann in wunderschöner Umgebung. Ne? Ja. Wir machen das noch geschickt, wir haben eine wunderschöne Umgebung und dann tun wir uns 10 Tage eigentlich der Wahrheit, das Erforschen von dir selber widmen. Und dann haben wir noch 10 Tage in Bali im Januar, im 25. Noch schöner, auch wieder Noch schönere Umgebung. Beides mega schön, ja. Ne? Und ja, wenn es dich hinzieht, dann würden wir uns freuen, wenn du uns kennenlernst oder vielleicht kennst du uns auch schon und du kommst. Und dann werden wir schauen, wie wir die Veränderung tatsächlich vorwärts bringen können. Ja, und vielleicht fühlt sich das super Richtig an. gut an. Na, wir freuen uns auf dich. Ja, alles Liebe. Alles Liebe dir. Tschüss.